Hallo zusammen, MJ Update Folge 30. Wir feiern wieder ein rundes Jubiläum und da habe ich mir gedacht, da suche ich mal wieder ein spezielles Thema raus, worüber ich mit euch reden möchte. Das hatte ich schon länger auf meiner Agenda. Das hat auch wieder ein bisschen Recherche und Vorbereitung gebraucht. Und heute möchte ich mit euch, ihr seht es am Setting, Bad, 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 überall Bad, über das Bad-Album sprechen. Und zwar gehe ich jetzt nicht klassisch die ganzen Songs durch, die wir so kennen, sondern ich wollte heute diese Folge Michaels Vision widmen, die er eigentlich für das Bad-Album gehabt hatte. Denn da gibt es ein paar Abweichungen, die er nicht durchgeboxt bekommen hat. Deshalb haben wir das Bad-Album heute so in den Händen und wir kennen die Songs aus dem regulären Bad-Album, die wir kennen. Aber welche Version hatte eigentlich Michael für das Album? Und darum geht es in der heutigen 30. Jubiläumsfolge. Ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich nach dem Trailer. Who's Bad? Ich bin euer MJ Update Harry. Willkommen auf meinem Kanal, falls ihr mich noch nicht kennt. Auf meinem Kanal gibt es eine ganze Reihe unterschiedlichster Folgen, die nur mit Michael Jackson zusammenhängen. Sei es Merch-Folgen, New in My Collection heißen die Episoden, oder On Tour, wo ich auf Live-Konzerten Michael Jackson relevante Inhalte veröffentlichte. Oder eben meine regulären MJ Update Folgen. Und da sind wir jetzt schon bei Folge 30. Ja, und ihr seht es am Setting und ich habe es ja eben schon gesagt, es geht heute um Bad. Bevor wir aber in das Thema einsteigen, müssen wir noch einmal auf eine traurige Nachricht kommen. Denn in den letzten Tagen ist leider wieder ein Mensch aus dem Michael Jackson-Universum von uns gegangen. Nachdem Tito im September ja sehr plötzlich gestorben ist jetzt Quincy Jones leider verstorben. Er war 91 Jahre alt, 1933 geboren. Seine Karrierehöhepunkte waren neben Michael Jacksons Alben, wo er Mitproduzent war, Off the Wall, Thriller, Bad und auch das We Are the World, das hat er zusammen mit Michael produziert. Er hat im Vorfeld auch mit Frank Sinatra und vielen, vielen anderen Künstlern zusammengearbeitet und auch produziert. Und er war auch selbst Musiker, hat viele Instrumente gespielt. Ich weiß gar nicht, was er alles gespielt hat. Ich glaube Trompete und verschiedene andere Blasinstrumente, Klavier. Also er war ein begnadeter Musiker, das muss man einfach anerkennen. Er hat später sogar auch, war er Produzent der Serie Der Prinz von Bel-Air, die Comedy-Serie aus den 90ern mit Will Smith zusammen. Und er war ja mit über 80, er hatte genau 80 Grammy-Nominierungen und hatte 28 auch selbst gewonnen. Also wirklich ein Ausnahmekünstler. Ich bereue es jetzt gerade, dass ich damals nicht auf seiner Abschlusstour war. 2019 war das, glaube ich, im Winter 2019 war er ja nochmal in Deutschland auf seiner letzten Tournee und hat dort auch Michael-Songs gespielt. Er hat aber in den letzten Jahren, ist er auch so ein bisschen negativ aufgefallen, weil er eben auch ja so ein bisschen negativ gegen Michael geschossen hatte. Er hat sich da mehr Lorbeeren eingeheimst, als andere Musiker, die dabei waren, bestätigt haben. Wo die Wahrheit jetzt liegt, kann ich auch nicht bestätigen. Ich habe das jetzt auch nicht im Detail recherchiert. Er ist jetzt gestorben, das ist auch nicht der Augenblick, wo ich natürlich auf negative Aspekte eingehen möchte. In Ehren halte ich natürlich Quincy Jones, die Masterarbeit, die er mitgeleistet hat an den ja, ikonischen Michael Jackson-Alben, die will ich natürlich anerkennen. Er ist eine Musiklegende, ein Ausnahmekünstler und auch an der Stelle Ruhe in Frieden und auch mein Beileid an alle Angehörigen, die das betrifft. Ja, das zu Quincy Jones aufgrund der Aktualität und weil es auch hier reinpasst. Er hat natürlich auch das Bad-Album mitproduziert und da wird der Name jetzt auch im Verlauf der Folge vielleicht das eine oder andere Mal noch fallen. Gehen wir jetzt über zu Michaels Vision, die er für das Bad-Album hatte. Und ich habe natürlich im Vorfeld wieder ein bisschen recherchiert, wie das eben so ist für so Folgen, wo ich auch so ein bisschen Hintergrundgeschichten erzähle. Wie damals bei der We Are the World Folge, die ich gemacht habe, die We Are the World Chroniken, so heißt sie ja.
MJ-Update Folge 21 oder 22 müsste das sein. Anfang des Jahres gab es ja die Netflix-Doku The Greatest Night of Pop, wo eben diese ganze Aufnahme um das We Are the World Projekt beleuchtet wurde. Dazu habe ich auch eine Sonderepisode gemacht. Da könnt ihr gerne mal reinschauen, wenn euch alle Hintergrundinfos dazu, die nicht in der Doku erzählt werden, noch interessieren. Da gibt es da entsprechende Infos. Und The Greatest Night of Pop, wo wir jetzt auch bei dem Thema sind, wurde gerade auch für einen Grammy nominiert, für die beste Musik-Doku. Auch eine spannende Info-Auszeichnung. Ich drücke natürlich auch der Doku hier die Daumen, dass die diesen Preis, ich glaube nächstes Jahr im Frühjahr, Januar, Februar ist irgendwann immer die Auszeichnung auch gewinnen wird. Ja, aber zurück zu Bad. In der Vorbereitung für diese Folge habe ich mir natürlich auch wieder einiges Material angeschaut und durchgelesen. Unter anderem habe ich mir die Bad 25 Doku nochmal angeschaut. Die lief ja vor einigen Jahren im Fernsehen und die hatte ich mir damals auf meine Festplatte aufgezeichnet und da ist sie immer noch gut drauf. Ich hoffe, die geht nicht kaputt, weil sonst wäre auch die Doku weg. Auf DVD oder Blu-ray habe ich sie leider nie gekauft, weil die auch so schnell vergriffen war und ich hatte das damals gar nicht mitbekommen, dass es die überhaupt käuflich zu erwerben gab. Naja, jetzt habe ich sie immerhin auf meiner Festplatte. Ja, in der Doku erzählt Michael Brando, der Sohn von Marlon Brando, der auch zeitweise Bodyguard von Michael Jackson war, der auch in der Zeit, als die Aufnahmen für das Bad-Album stattfanden, auch immer mit dabei war und Michael hin und her chauffiert hat. Er, aber auch John Branca, Michaels Manager, auch heute noch Manager vom Michael Jackson Estate, haben in der Doku die Geschichte erzählt, dass Michael überall auf Spiegeln geschrieben hat, 100 Millionen für Bad, also 100 Millionen. Michaels Vision war es, 100 Millionen Alben von Bad zu verkaufen. Wir kennen das auch schon aus der Thriller-Zeit, da hatte er sich dieses Ziel ja auch gesetzt. Aber zu Thriller leider auch nicht geschafft, aber es wurde das meistverkaufte Album. Auch damals schon, als Bad herauskam, war Thriller das meistverkaufte Album und Michael hatte für sich den Ansporn, er wollte das Thriller-Album übertreffen. Deshalb schrieb er überall hin 100 Millionen Alben für Bad. Das war also Michaels Vision, die er damals gehabt hatte. Und von mehreren Quellen wurde das eben auch bestätigt, dass das sein Ziel war. Michaels Vision war eben groß. So hat er gedacht. Mit Thriller hat er denn ja später die 100 Millionen geknackt, laut Guinness Buch der Rekorde. 2006 wurde er dafür ausgezeichnet bei den World Music Awards. Da gibt es ein Video bei mir auf dem Kanal, weil ich war damals dabei. Und Michaels Vision, er hat eben groß gedacht und er hat natürlich auch nach einem Titel gesucht, nachdem dieses Folgealbum von Thriller hätte heißen sollen. Und Larry Steele, das war der Marketingchef von Epic Records. Er war damals zu der Zeit eben PR- und Marketingchef. Und er erinnert sich an einen Anruf von Michael, wo Michael ihm den Titel für das neue Album mitgegeben hat. Also Michaels Vision für das Album mit dem Titel Smooth Criminal. Also Michael wollte das Album nicht Bad nennen, sondern Smooth Criminal. Mit dem Titelvorschlag ging er damals an den Marketingchef von Epic Records, der das für gut befand. Der hat sich gedacht, ist mir egal, wie das heißt, bringt's nur endlich raus, so viele Jahre nach Thriller. Er fand den Namen cool und er hatte damit überhaupt kein Problem, erinnert sich Steele. Er hat aber diesen Vorschlag Walter Yetnikoff gegeben. Das war der Chef von Sony Music, also der oberste Boss von Sony Music. Und er hat den Titel gehört, Smooth Criminal, und er so, Walter Yetnikoff war davon nicht begeistert. Er wollte einen anderen Titel haben und hat deshalb den abgelehnt. Für Larry Steele war das egal, aber so ging der Titel erstmal wieder zurück und man musste sich einen neuen Titel ausdenken. Und ich habe jetzt in mehreren, auch im Internet natürlich recherchiert, auch Bücher habe ich hier noch liegen, wo ich nochmal nachgeschaut habe. Man in the Music von Joseph Vogel, also auch ein gutes Buch, das habe ich auch noch nicht komplett durch, aber es gibt auch mehrere Quellen, die eben sagen, die
die ganzen Leute aus Michaels Umfeld wollten ein toughes Album. Es sollte ein hartes Album, Michael sollte mit einem neuen Image wiederkommen und Smooth Criminal hat denen irgendwie nicht gepasst. Das war ihnen nicht tough genug. Sie wollten einen toughen Titel und da kam letztendlich Bad hervor und Bad wurde der Titelname, wie wir ja alle wissen. Aber ich glaube, es gab auch noch eine andere Komponente, die eine Rolle spielte. Das war nämlich das Foto. Michael wollte ein anderes Coverart haben für das Bad-Album. So kennen wir ja das Album und lieben es. Also das war mein erster Kontaktpunkt mit Michael, dieses Cover, das Poster, das ich damals gesehen habe. So wurde ich dann auch letztendlich Fan. Michaels Idee für das Album war aber dieses Cover. Hier. Dieses hier. Michael mit dem Schleier vor dem Gesicht. Das war Michaels Vision, die er hatte, wie er das Bad-Album ja, aussehen lassen wollte. Zum Hintergrund, es gibt eine Aufnahme vom Fotograf Edward Steichen, wenn ich ihn richtig ausspreche. Und er hat damals eine Vogue-Aufnahme von Gloria Swanson gemacht, wo sie so einen Schleier vor dem Gesicht hat, oder Spitze nennt sich das. Und nach diesem Stil hatte Michael ein Fotoshooting gemacht. Das Fotoshooting wurde von Greg Gorman geleitet und da ist eben diese Aufnahme hier entstanden, wo Michael eben auch diesen Schleier vor dem Gesicht hat. Und das schlug er vor als Albumcover mit dem Titel Smooth Criminal. Und wenn ich so drüber nachdenke, dieses Cover gefällt mir schon sehr gut. Also ich mag ja dieses, ja, bisschen versteckte, und wenn da noch dieser Schriftzug Smooth Criminal drüber gegangen wäre, das hätte für mich, ich meine, wir sind jetzt natürlich hieran gewöhnt, am Bad sind wir gewöhnt, dass es so aussieht, aber in meiner Vorstellung wäre das auch ein cooles Konzept für das Album gewesen, es Smooth Criminal zu nennen, und dann ist Michael mit diesem Schleier oder mit diesem spitze Vorhang vor dem Gesicht und guckt da so durch. Das hätte, glaube ich, auch gut funktioniert. Aber in diesem gesamten Konzept passte das nicht rein. Es gab viele Menschen oder wichtige Menschen, vielleicht waren es auch nicht viele, aber zumindest waren es wichtige Menschen bei Sony und Epic Music, die gesagt haben, was soll dieser Schleier? Michael so versteckt, wir wollen sein Gesicht sehen. Er soll bitte nicht so einen spitze Vorhang vor dem Gesicht haben. Man wollte dieses taffe Image haben und das war maßgeblich Walter Jetnikow und gegebenenfalls auch andere Personen, die dafür verantwortlich waren, dass das letztendlich nicht das Cover wurde, sondern dass es eben zu diesem Bad Cover kam mit dem Titel. Sam Emerson, der Fotograf, erinnert sich eben auch, dass er bei den Dreharbeiten zu dem Song Bad, also das wurde auch aufgenommen, als das Video Bad produziert wurde, am letzten Drehtag. Da sagte jemand aus Michaels Team zu Michael, Michael, du musst jetzt dieses Fotoshooting hier machen. Und widerwillig kann man ja schon fast sehen, Michael hat bis zur letzten Minute gewartet und dann wurde er irgendwie dahin gedrängt. Also so interpretiere ich das, dass man Michael dazu gedrängt hatte, am Ende des Videodrehs zu Bad dieses Fotoshooting zu machen. Und Sam Emerson hat dann letztendlich innerhalb von 10 Minuten, er hat irgendwie gesagt, ich habe 3 Filmrollen genommen und 12 Aufnahmen später hat Michael gesagt, das war's, und dann war die Sache geritzt. Also es gibt halt nur wenige Aufnahmen davon und das Foto wurde letztendlich das Albumcover. Quincy Jones erinnert sich auch in der Doku, wir wollten ein tolles, ein toughes Album haben mit einem tollen und mit einem neuen Image. Also das spiegelt auch wider, dass das von mehreren Ecken kam, dass man mit Michaels Vision nicht so zufrieden war wie Walter Jetnikow, Quincy Jones oder eben vielleicht auch der PR-Mann, obwohl er ja eigentlich mit dem Titel Smooth Criminal fein war. Aber es war irgendwie zu anrüchig oder es wird nicht so richtig aufgelöst, warum man den Titel nicht für gut befand. Also es hatte wohl irgendwie eine Interpretation, die man irgendwie nicht nachgehen wollte. So, ich fasse nochmal die wichtigsten Aspekte zusammen. Michael Jacksons Vision für Bad war 100 Millionen verkaufte Einheiten. Michaels Vision war, es hätte Smooth Criminal heißen sollen.
Und er hatte die Idee für ein Albumcover mit dem Schleier vor dem Gesicht. Jetzt kommen wir aber zum ausgeprägtesten Teil, worüber wir jetzt in der zweiten Hälfte sprechen werden, auch sehr ausführlich. Michaels Idee für das Album war ein 3-CD-Set mit 30 oder 33 Songs, die er veröffentlichen wollte. Er hat ein Multitrack-Album gedacht mit gigantischen 30 Songs. Und das fand ich schon immer, als ich das erste Mal hörte, das ist schon Jahre her, das geistert ja, in vielen Büchern wurde darüber geschrieben, auch in anderen Dokus. In der Bad 25 Doku hat man das jetzt nicht erwähnt, jedenfalls habe ich es nicht wahrgenommen, aber in anderen Quellen hat man darüber berichtet, so auch hier in Man in the Music. Hier wird auf Seite 110 geschrieben, aus dem Rolling Stone wurde geschrieben, dass Jackson 62 Songs geschrieben hatte und er wollte 33 von ihnen auf einem Triple-Album veröffentlichen. Und Quincy Jones hatte das wohl bestätigt. Viele interessante Songs und so weiter. Und hier ist auch schon Streetwalker, Fly Away. Also hier sind viele Songs. Hier werden schon 3 Songs genannt in dem Buch. Aber letztendlich kam es nicht dazu. In einer anderen Doku, ich habe die jetzt in der Recherche nicht mehr gefunden, gab es aber auch wieder Widerspruch von den, Wolter-Jetnikow, glaube ich war es, der kein Triple-Album veröffentlichen wollte. Er wollte, man wollte letztendlich ein Album veröffentlichen, wo nur Highlight-Songs mit drauf waren, wo jeder Song ein Hit war. Und wenn wir an das Album Bad denken, da ist natürlich jeder Song ein Hit. Und in der Vorbereitung hatte ich mir gedacht, gibt es überhaupt so viele Songs aus dieser Ära, die auf ein Triple-Album gepasst hätten? Und das bin ich jetzt in der Vorbereitung einmal durchgegangen. Welche Songs hätten auf einem Smooth Criminal Album, ein Triple Smooth Criminal Album, wie Michael es eigentlich gewollt hätte, wie viele Songs waren fertig, gibt es sogar noch mehr Songs, die auf dem Album draufgepasst hätten. Und das gehen wir jetzt einmal durch. Wir haben hier einmal das reguläre Bad-Album mit den Songs Bad, The Way You Make Me Feel, Speed Demon, Liberian Girl, Just Good Friends, Another Part of Me, Man in the Mirror, I Just Can't Stop Loving You, Dirty Diana und Smooth Criminal. Das sind die 10 regulären Songs, die auf Bad drauf sind, die wir alle kennen und ich denke, die wir alle auch lieben. Auf der CD damals gab es noch den Bonustrack, das steht hier oben drauf, Leave Me Alone. Das sind dann 11 Songs, die damals vorgesehen waren für das reguläre Bad-Album. Auf Smooth Criminal und später auch auf der Maxi-Single zu Remember the Time gibt es den 12. Song. Das wäre Come Together. Er hätte damals schon auch also ich bin mir ziemlich sicher, wenn es ein Triple-Disc-Set gegeben hätte, hätte man auch Come Together mit auf diese Triple-CD drauf gemacht. Macht ja absolut Sinn. Der Song wurde eben im Film auch verarbeitet. Er wurde vom 26.10.86 bis 30.10.86 aufgenommen und er wurde auf Havenhurst aufgenommen, also auf Michael Jacksons Wohnsitz, wo er damals wohnte. Da hatte er noch nicht Neverland. Also für mich steht das außer Frage, der 12. Bad-Song wäre auf jeden Fall Moonwalker gewesen. Das führt uns zu der Ultimate Collection aus dem Jahre 2004. Hier wurde das erste Mal offiziell der 2. Song aus Captain EO veröffentlicht. Captain EO ist der Kurzfilm oder der Freizeitparkfilm von Michael Jackson. In Captain EO wird der Song Another Part of Me und der Song We Are Here to Change the World gesungen. Und Another Part of Me hat es ja auf das Bad-Album geschafft, als 6. Song, erster Song auf der B-Seite von der Vinyl. Und We Are Here to Change the World konnte man nur in den Disneyland Freizeitpark sehen. Damals in den 80ern, aber er wurde später auch immer mal wieder neu aufgelegt. Auch als Michael Jackson starb, war Captain EO wieder in den Disney-Parks zu sehen.
Aber der Song wurde erstmalig auf der Ultimate Collection 2004 veröffentlicht. Er war ja fertig, als Bad rauskam, und ich bin mir ziemlich sicher, wenn Another Part of Me es auf das Album geschafft hatte, hätte es garantiert auch We Are Here to Change the World als 13. Song auf dem Album geschafft. Und das führt uns zum 14. Song. Der wurde auf dieser Kassette veröffentlicht, zur Dangerous-Zeit, gibt es auch als CD. Diese ist eine Promo-Single von Someone Put Your Hand Out. Michael hat den Song 87 das erste Mal aufgenommen und in den 90ern, also Anfang der 90er, hat er weiter daran gearbeitet. Aber es gibt wohl eine Fassung aus 87, wo der Song eben das erste Mal von Michael auch aufgenommen wurde. Und er hat sicherlich auch in irgendeiner Art und Weise, gibt es eine Demo-Aufnahme von 87, an der man hätte natürlich weiterarbeiten können, um sie eben für ein Triple-Album fertig zu machen. Daher gehe ich davon aus, dass es auch 87 schon eine Fassung gegeben hätte, und damit wäre Someone Put Your Hand Out der 14. Song gewesen, der später regulär veröffentlicht wurde, 92 zur Dangerous World Tour, aber er hätte es auch auf das Album geschafft, oder hätte es auf ein Triple Smooth Criminal Album es schaffen können. Am 16. Oktober 2001 erschien die Special Edition von Bad rund um die Promotion für das Invincible-Album. Da gab es ja die Special Edition Thriller, Bad, Off the Wall und Dangerous. Und auf Bad gab es auch Bonusmaterial, und zwar den Song Streetwalker. Kam das erste Mal raus, und wir konnten ihn hier hören. Er wurde in den Florida Groove Studios aufgenommen, Winter 86 bis Juni 87. Und er stand auch zur Diskussion, ob er Another Part of Me auf dem regulären Bad-Album hätte auswechseln sollen. Also Streetwalker ist nur ganz scharf einer regulären Veröffentlichung auf dem Album entkommen. Letztendlich hatte man sich für Another Part of Me entschieden, weil Michael da wohl so dynamisch war und so am Abgehen und im Studio so am Tanzen war. Das hat wohl hier nicht stattgefunden. Aber Streetwalker hätte es fast auf Bad geschafft und war kurz davor, auf die Setlist zu kommen. Und wir hätten dann aber auf Another Part of Me verzichtet, wobei wir den ja vorher gehabt hätten. Aus Captain EO hätte er ja schon irgendwie den Weg auf irgendeine Veröffentlichung sicher mal gefunden. Ja, Streetwalker hier als 15. Song, und die Special Edition hat noch einen 16. Song aus der Zeit. Das ist Fly Away. Und Fly Away wurde auch im April 86 auf Havenhurst aufgenommen, und Weebie Jackson, Michael Jacksons große Schwester, hat auf ihrem 98er Album Yours Faithfully, heißt es, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, hat sie eine Version von dem Song selbst interpretiert. Da ist Michael auch im Hintergrund zu hören, im Refrain zum Beispiel. Aber hier auf dieser Edition war das erste Mal der reguläre Fly Away Song nur von Michael zu hören. Damit gibt die Bad Special Edition 2 weitere Songs her, die auch auf dem regulären Triple-Album Smooth Criminal, wie ich das jetzt so noch nenne, hätte drauf kommen können. Ja, wir kommen zurück zur Ultimate Collection, die ja 2004 rauskam. We Are Here to Change the World wurde ja das erste Mal sowieso veröffentlicht. Deshalb habe ich den jetzt auch vorgezogen in der Rechnung. Aber hier sind noch 2 Songs drauf, die es auch gut auf Bad hätten schaffen können. Nämlich einmal Cheetah. Cheetah war hier die Promo-Single, die also Radio-Promo-Single für die Ultimate Collection. In UK kam die, glaube ich, raus. Aber Cheetah ist keine reguläre Single gewesen. Michael hat zwischen den 13. und 17. März 87 an Cheetah gearbeitet. Also innerhalb von 3 Tagen hat man den offenbar aufgenommen. Und das ist der 17. Song. Und der 18. ist Scared of the Moon. Ebenfalls hier drauf. Er wurde auch in den Westlake Studios 84, 85 aufgenommen. Er wird immer wieder mit in Verbindung gebracht, auch dass er es ja auch gut hätte auf Bad schaffen können. Für Victory vielleicht auch. Da vermischt sich das halt immer so, wenn Michael 84 was aufgenommen hat. Daher hätte auch gut Victory sein können. Aber
er hätte vielleicht auch den Weg auf Bad finden können. Den Song finde ich auch richtig gut. Scared of the Moon hätte super draufgepasst, meiner Meinung nach. Jetzt machen wir einen Sprung zu Bad 25. Hier habe ich die vinylt, Bad 25. Auf dem Album ist das reguläre Album digital überarbeitet. Und das Album enthält natürlich auch noch weitere unveröffentlichte Songs, die bis zum Zeitpunkt des Erscheinens am 8. September 2012 unveröffentlicht waren. Hier gab es einmal die Single, die als B-Seite zu I Just Can't Stop Loving You nochmal veröffentlicht wurde. Don't Be Messing Around wurde im Herbst 81 das erste Mal aufgenommen, also für das Thriller-Album. Im Februar 86 hatte er weiter an Don't Be Messing Around gearbeitet und war wohl da schon in einem guten Stand, dass es auch hätte veröffentlicht werden können. Das Besondere an dem Song, auch Michael hat 91 für das Dangerous-Album wieder an den Song gearbeitet, auch 94 für das History-Album und auch wieder in den 2000ern. Da gibt es aber keine genaue Zahl. Ich vermute mal, dass er es wieder angefasst hat für das Invincible-Album. Damit ist Don't Be Messing Around ein Song, das habe ich bei keinem anderen Song in der Recherche festgestellt, wo Michael bei jedem Album dran gearbeitet hat. Und das fand ich bemerkenswert, dass er wirklich an jedem Album gedacht hat, Don't Be Messing Around, da könnte ich nochmal weiter dran arbeiten. Aber es ist immer wieder aus der Setlist gefallen. Bei Bad 25 kam es denn endlich drauf. Der 20. Song ist I'm So Blue, eine Frühling 86 auf Havenhurst aufgenommen. Michael hatte ja 2 Studios, wo er arbeitete. Einmal das A-Studio und einmal das B-Studio. Das A-Studio war, wenn ich mich recht erinnere, immer das Studio auf Havenhurst, wo er mit einem Team an Songs arbeitete. Und das B-Studio war dann letztendlich in Westlake, in dem Hauptstudio, wo dann auch die Hauptsongs aufgenommen wurden. I'm So Blue hat aber auf Havenhurst wurde es aufgenommen und hat so den Weg eben als Demoaufnahme auf Bad 25 gefunden. Dann gibt es das Lied mit dem Doppeltitel Song Groove oder Abortion Paper, 87 aufgenommen. Das hat er in Sound Castle Records aufgenommen in Los Angeles, wieder in einem anderen Studio. Und auch da gibt es eine Version, die hier drauf ist, bis dahin auch unveröffentlicht. Der 22. Song ist Free, März 86 auch auf Havenhurst wieder aufgenommen. Dann haben wir Price of Fame, Januar 86 bis Winter 86 auf Havenhurst aufgenommen. Und wir haben abschließend der 24. Song, Al Capone, Herbst 85 auf Havenhurst aufgenommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 neue Songs hat uns Bad 25 beschert. Und damit hätten wir jetzt schon 24 Songs, die ursprünglich 1987 auf einem Triple Smooth Criminal Album als Alternative zu Bad hätten veröffentlicht werden können. Damit endet aber das Ganze noch nicht. Es geht weiter, weil 2014 erschien Escape. Und auch Escape enthält Demo-Aufnahmen, die sich eindeutig auf die Bad-Zeit zurückführen lassen. Da gibt es einmal das Loving You mit Tempo-Ballade, die hier drauf ist. Da gibt es ja auch die Demo-Version auf der CD-Fassung. Die wurde im Juli 85 auch aufgenommen in San Francisco Red Wings Studios. Und die Version war halt auch fertig und lässt sich eindeutig eben in diese Phase zuordnen. Und das Do You Know Where Your Children Are wurde im Mai 86 aufgenommen, auch in den 90ern, also zum Dangerous Album hat er da wieder angefangen dran zu arbeiten. Havenhurst wird angegeben als Studio, wo es aufgenommen wurde. Damit sind 25 und 26 2 weitere Lieder aus dem Escape-Album, die es auch hätten auf das reguläre Bad oder Smooth Criminal Album schaffen zu können. Und damit bin ich jetzt soweit alle regulär veröffentlichten Songs durch. Ich habe jetzt mal die Songs, die spanische Version Todo mi amor eres tú von I Just Can't Stop Loving You weggelassen. Auch die französische Version habe ich mal weggelassen. Auch andere Demoaufnahmen. Von Dangerous gibt es ja auch schon eine Demoaufnahme, die sich so in die Bad-Zeit zuordnen lässt. Wobei ich aber sage, die Dangerous-Version, die war ein bisschen später. Ich glaube, da hat er erst 89 dran gearbeitet, noch nicht vor 87. Es ist halt ungenau, ne? Man kann halt nur damit arbeiten, was man so an Fakten und Daten hat. Daher habe ich jetzt keine weiteren Songs gefunden aus Dangerous, History oder aus
Invincible, wo Michael auch schon vor 87 dran gearbeitet hätte. Sonst hätte ich die hier auch schon mit draufgenommen, dann wären die Songs ja früher rausgekommen. Auch Heal the World oder Black or White, da hatte Michael ja schon 89, 90 die Idee, ein Decade-Album zu veröffentlichen, ein Greatest Hits-Album, wo dann später Dangerous draus wurde. Die Songs waren wohl recht früh schon fertig oder in einem finalen Stadium, dass man 1990 hätte so ein Decade-Album veröffentlichen können. Hat man aber nicht gemacht, weil Michael dann eher Interesse hatte, an einem neuen Album zu arbeiten. Ja, damit ist eben alles, was so veröffentlicht wurde an Songs, von Dangerous bis heute haben wir damit abgeschlossen und damit befinden wir uns bei 26 Songs. Jetzt beschäftigen wir uns mit den unveröffentlichten Songs. Da gibt es ja eine ganze Reihe geleakter Songs, Songs, die ja unveröffentlicht sind, die man nur vom Hörensagen kennt. Es gibt Songs, wo irgendwelche Musiker aus der Produktion oder andere Mitglieder aus Michaels Team im Laufe der letzten 20, 25, 30 Jahre irgendwann mal irgendwas gesagt haben. Also es gibt noch Songs, die unveröffentlicht sind, wo man vielleicht vermutet, dass es sie gibt, oder die wurden sogar geleakt, dass sie illegal irgendwo auf YouTube zu finden sind. Und da gehe ich mal willkürlich eine Liste durch. Ich habe mir da keinen Plan gemacht. Ich habe jetzt mal angefangen mit dem 27. Song. Das ist Chicago 1945. Er wurde letztes Jahr geleakt. Das ist einer der Songs, der von Brett Sandberg letztes Jahr geklaut wurde. Eine Festplatte auf seinem Seminar in the Studio with MJ. Das ist ein Seminar, das Brett Sandberg gibt. Und ein Besucher hatte damals seine Festplatte von dem Seminar geklaut, wo ja unveröffentlichtes Michael-Material war. Und den Song Chicago 45 hat er illegal veröffentlicht und der ist jetzt überall auf YouTube natürlich zu finden. Er wurde geleakt, er ist da. Dezember 83 wurde er wohl das erste Mal aufgenommen. Frühling 86 hat Michael weiter dran gearbeitet. Und wenn ich über Chicago 45 nachdenke, passt der für mich super auf das Bad-Album und zwar auch super zum Titel Smooth Criminal. Smooth Criminal, Al Capone und Chicago 1945, das wäre ein Dreier-Set an Songs gewesen, die für mich super zusammengepasst hätten. Also ich liebe diese Songs und Chicago 45 habe ich mir auch angehört. Ich kam irgendwann nicht drum rum, auch wenn ich es meiden wollte, aber wie es halt so ist, er ist unveröffentlicht und es ist ein super Song und Al Capone und Smooth Criminal, wenn wir diese Linie so nehmen, hätte das auch super, also auch als Triple, hätte damit irgendwas gemacht werden können. Also ein Film, Kurzfilm, also die hätten super ineinander verarbeitet werden können. Als 28. Song, aufgenommen 86, 87, ist der Song Apocalypse Now. Im Internet wurde eine Instrumentalversion 1 Minute 20 veröffentlicht. Der Drummer John Robinson hat 2010 in einem Interview mit The Rhythm, einer Zeitschrift, über dieses Stück geredet. Und Apocalypse Now von Michael Jackson hört sich für mich eher nach einer Instrumentalversion an für einen Film, also für Filmmusik. Ich weiß ja auch, dass es einen Film gibt, der Apocalypse Now heißt. Hat Michael da auch dran gearbeitet? Hat er gedacht, ist er aus den 80ern? Ich weiß es gerade gar nicht. Aber Apocalypse Now wird häufig auch mit als einer der unveröffentlichten Songs aus dieser Zeit benannt. Und deshalb liegt es vielleicht nahe, dass Michael auch an diesem Song gearbeitet hat. Und somit habe ich ihn als 28. Song hier mit aufgeführt. Als 29. Song das Lied Buffalo Bill. Michael hat 83 daran gearbeitet. Später nicht mehr. Er gehört zu einer der Songs, der zu Victory auch vorgeschlagen wurde. Für mich passt der auch so ein bisschen zu Say, Say, Say. Da gibt es Online-Versionen von dem Lied, wo ich mir aber nicht sicher bin, ob das offiziell geleakte sind. Also offiziell ja schon mal gar nicht geleakte Songs sind nie offiziell geleakt. Aber ich glaube nicht, dass das ein echter Song aus dem Demo-Archiv ist. Vielleicht Passagen wurden übernommen und er wurde mit künstlicher Intelligenz oder AI-Version nochmal aufpoliert. Die Songpassagen, die zu hören sind, würde ich sagen, die sind schon Michael. Und ich habe mir gedacht, das hört sich an manchen Stellen an, dass es ein Duett ist. Da könnte ich mir vorstellen, das hört sich nach Stevie Wonder an. Also Buffalo Bill wird aber auch als einer der Songs genannt, häufiger genannt, die eben auch mit Michaels Album, die damals schon irgendwie fertig gewesen wären, die man auch hätte damals schon veröffentlichen können.
Jetzt den 30. Song, damit runden wir und damit hätten wir zumindest ein Triple Disc mit 30 Songs erfüllt, wäre der Song Crack Kills. Ein Anti-Drogen-Song, den Michael aufgenommen hat, 4., 5. und 7. November 86. Es hätte ein Duett mit Run DMC werden sollen, ein Rap-Song, Anti-Drogen-Song mit Run DMC. Da gibt es halt auch die Geschichte, dass Run DMC im Studio war und irgendwie Bubbles ausgeflippt ist und die verschreckt hat und dann kam es nicht zu der Aufnahme. Weiß ich nicht, ob das stimmt, das habe ich jetzt in mehreren Quellen gelesen. Ja, Crack Kills ist ein rhythmischer Dance-Song mit Rap-Passagen, wäre es auch Michaels ideale Antwort gewesen auf die ganze Rap-Bewegung. Schade, dass es nicht dazu kam und dann auch noch mit Run DMC, das wäre sicherlich ein Hit geworden und hätte natürlich auch seine Berechtigung auf dem Album gehabt. Da bin ich mir sicher, dass der draufgekommen wäre. Und da gibt es auch Aufnahmen, 53 Sekunden mit Vocals, also da hätte man sicherlich was draus machen können. Der 31. Song ist wieder ein Lied, wo es eine Version von gibt, und zwar von Siedah Garrett, hat auf ihrem Album Siedah Garrett Kiss of Life, da gibt es den Song Groove of Midnight. Und da gibt es auch eine geleakte Version, allerdings auch nur 27 Sekunden, wo Michael Jackson was singt und auch super singt. Das hört sich super an, Michael singt wieder sehr hoch, wunderschön, sehr emotional. Michael hatte den Song ursprünglich vorgesehen für sich, hat ihn aber dann Siedah Garrett übergeben. Ich weiß aber gerade gar nicht, ob Siedah, müsste ich nochmal nachschauen, ob sie ihn geschrieben hat für Michael. Aber zumindest hat Michael ihn auf jeden Fall, scheint es davon auch eine Version zu geben, wo Michael den Song singt. 32. Song wäre Tomboy, Herbst 85 auf Havenhurst aufgenommen. Und ja, auch Joe Vogel hat hier in dem Buch darüber was geschrieben. Damian Shields hat wohl eine Instrumentalversion von dem Song gehört. Und er hört sich vom Anfang an wie ein Bee Gees-Song, You Win Again. Als ich das erste Mal hörte, ist dieses Du-Dang, Du-Dang. Das hörte sich total nach You Win Again von den Bee Gees an. Und Michael hat ja auch mit Barry Gibb zusammengearbeitet. Die waren ja auch befreundet damals. Und das liegt vielleicht nahe, dass vielleicht er davon dass er diesen Song übernommen hat oder den Groove übernommen hat. Diese Geräusche kann man auch auf Dangerous später hören. Da gibt es auch Elemente, die darauf zurückführen lassen, dass die aus diesem Song Tomboy sind. 44 Sekunden wurden davon geleakt und es wäre der 32. Song. Auch online zu finden sind ein paar Sekunden von Turning Me Off im Januar 86 aufgenommen und er wurde bei Michael Jackson war ja 93 in Mexiko bei einer Anhörung wegen Plagiats seiner Song. Da gab es Plagiatsvorwürfe und da gibt es mehrere Stunden Material, die auch online zu sehen sind, wo Michael auch über Songs redet, wie er Songs schreibt, wie er Songs aufnimmt, wie er Songs beatboxt und für die Produktion oder für sein Team bereitstellt. Und im Zuge dieser Anhörung sind auch mehrere Songtitel gefallen. So auch der Song Turning Me Off wurde dort das erste Mal benannt, dass es ihn wohl gibt. 39 Sekunden ist ein Dance-Song, groovy, und da gibt es so ein paar Sekunden, die eben geleakt wurden. Diese ganzen geleakten Songs, ich lege nicht die Hand dafür ins Feuer, dass die alle echt sind. Sie sind online zu finden, vielleicht sind es auch von irgendwelchen Leuten Leaks, die sie einfach hochgeladen haben und so genannt haben, in der Hoffnung, Klicks zu bekommen. Das weiß man nie so genau, weil da eben keine offiziellen Credits bei sind. Gerade wenn es nur so ein paar Sekunden sind, ist es immer schwierig zu sagen, ob das jetzt echt ist oder nicht echt ist. Als 34. Song gab es das Material What You Do To Me. Damian Shields beschreibt ihn als Mid-Tempo-Song. Ähnlich wie Free oder I'm So Blue, 85 wurde er aufgenommen. Der ist allerdings nirgendwo geleakt, da habe ich kein Material online zu gefunden. Der 35. Song ist Make or Break, Dezember 85 auf Havenhurst aufgenommen. Wurde auch in den Anhörungen in Mexiko 93 von berichtet. Bill Bottrell erinnert sich, dass sie erinnert sich
Nee, Billboard Trail erinnert sich gar nicht zu Make or Break, das war ein anderer Song. Er ist wohl unvollständig, ist ein Popsong und da sind auch 2 Minuten 26 online, wo man sich fragt, ob der echt ist. Also keine Ahnung. Bei Bad Girl, der 36. Song, der wurde im Frühling 86 aufgenommen und da erinnerte sich Bill Bottrell, dass der für 1-2 Tage aufgenommen wurde und dann er konnte sich nicht mehr genau daran erinnern. Bad Girl wird aber auch bei den Mexiko-Anhörungen mit benannt. So gibt es Bad Girl, Make or Break und Turning Me Off, 3 Songs aus den Anhörungen, die auch dieser Zeit zuzuordnen sind, wo in irgendeiner Weise dran gearbeitet wurde. Der Song Bumper Snippet, ich weiß es nicht, wie man es ausspricht, da wurde 85 bis 87 dran gearbeitet. Michael hat auch später nochmal in den 90ern, also für das Dangerous Album, an den Song gearbeitet. Er war für Bad, für Dangerous und sollte auch für die Special Editions veröffentlicht werden. Man war sich auch nicht sicher, ob der auf der Bad Special Edition 2001 oder auf der Dangerous Special Edition veröffentlicht werden sollte. Und davon ist 1 Minute 18 geleakt, wo am Anfang ja so ein Kind groovig Dance-Elemente von sich gibt. Hört sich eigentlich ganz cool an. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass der Song relativ fertig und weit produziert sein müsste. Weil, wenn er schon auf den Special Editions vorgesehen war, muss der in irgendeiner Art und Weise auch recht final vorliegen. Der 38. Song ist Changes. Michael hat im Frühling 85 daran gearbeitet und auch bis Weihnachten 86. Das ist eher eine Hymne, Gospel. Richtig cool hört er sich an, was da online zu hören ist. 49 Sekunden. Und er soll auch später zu History wieder daran gedacht haben, an den Song weiterzuarbeiten. Da weiß man auch nicht, wann diese geleakten Versionen, aus welcher Zeit die stammen. Aber Changes ist auf jeden Fall auch einer der Songs, der vielleicht auch hätten ihren Weg auf ein Triple-Album finden können in der Bad-Zeit, beziehungsweise auf Smooth Criminal. Der 39. Track in meiner Liste wurde auch veröffentlicht auf Diana Ross Album Eaten Alive. Und der Name ist Programm Eaten Alive. Da gibt es auch eine Version von Michael mit Barry Gibb zusammen, wo sie den Song aufgenommen haben. Michael hat den Song dann Diana Ross übergeben und sie hat ihn auf ihr Album Eaten Alive veröffentlicht. Aber auch Eaten Alive wird in mehreren Diskussionen mit angegeben, dass er auch für Michaels Bad Album durchaus hätte verwendet werden können. Und damit ist hier meine Liste insgesamt mit 39 Songs final. Ich lege natürlich meine Hand nicht dafür ins Feuer, dass das auch garantiert alles so passiert wäre. Aber man sieht, es ist das Potenzial da. Also man weiß, 26 Songs sind ziemlich sicher veröffentlicht worden, die der Zeit zuzuordnen sind. Und da gibt es bestimmt mindestens 6, 7 Songs, um auf die 33 Songs zu kommen, um das Album eben komplett zu machen als Triple Disc. Das hätte durchaus stattfinden können. Ja, in dem Buch Man in the Music von Joseph Vogel, da ist auf Seite 127, gibt es auch Noten, die der Bad-Ära zugeschrieben wurden. Da ist hier auch Buffalo Bill mit bei, Cheetah, Eaten Alive, Fly Away, Get It, Groove of Midnight, Make or Break, Scared of the Moon, Streetwalker und We Are Here to Change the World. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Songs hat er hier mit aufgegeben. Get It ist ja der Song, der bei Stevie Wonders Characters Album mit drauf kam. Den habe ich auch schon mal erwähnt in einer der vergangenen Folgen. Und hier gibt Joseph Vogel ihn aber auch für das Bad-Album mit an, wobei ich mir nicht sicher bin, ob er Just Good Friends und Get It beide Songs für das Bad gemacht hätte, wobei es auch ziemlich sicher war, dass eben Stevie Wonder ja auch auf sein Album als Gegenleistung für Just Good Friends auf Michaels Album auch Michael auf sein Album haben wollte. Ich glaube, das war ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Ich habe dafür Get It nicht mit reingerechnet, weil er eben schon bei Stevie Wonder auf jeden Fall als Gegenpart, also da bin ich mir ziemlich sicher, dass der nicht auf Bad hätte gelangt. Aber wer weiß, vielleicht liege ich auch falsch, aber ich habe ihn da jetzt nicht in die Rechnung mit reingenommen. Aber hier sieht man auch die anderen Songs, die Joseph Vogel hier in seinem Buch geschrieben hat, decken sich auch mit meiner Liste, die tauchen da auf.
und ich bin noch ein bisschen weiter in die Recherche eingestiegen, was noch so alles ja, also nicht veröffentlicht wurde, aber wo man sich sicher war, dass die auch aus dieser Zeit zuzuordnen waren. Es gibt natürlich noch weitere Songs, wie zum Beispiel Love Never Felt So Good. Das wurde ja auch auf Escape veröffentlicht. Das wurde ja noch weit vor den ganzen Bad-Songs aufgenommen. Das ist noch eher der Thriller-Session zuzuordnen. Oder aber auch Don't Matter To Me mit Drake 2019 veröffentlicht oder This Is It 2009. Das sind alles Songs, die eben auch also aus dieser Thriller-Ära stammen. Natürlich hätte sich Michael auch an den Songs noch bedienen können und die auch für Bad polieren können. Vielleicht wäre es auch einer dieser Songs gewesen, die ihren Weg auf das Album geschafft hätten. Ich glaube aber eher, es heißt Michael, man wollte einen neuen Song, man wollte einen klaren Sound, man wollte einen toughen neuen Michael, und da passen eigentlich diese ganzen Songs, die ich hier genannt habe, eher rein, dass die es hätten auf das Album schaffen können. Was haltet ihr von der Idee, das Bad-Album als Triple-Album zu veröffentlichen? Wäre das eine gute Idee gewesen, 1987 Bad unter dem Titel Smooth Criminal mit dem verschleierten Gesicht als Triple-Album zu veröffentlichen? Da interessiert mich eure Meinung. Was haltet ihr davon? Und wie hätte eure Playlist ausgesehen? Welche 30 Songs hättet ihr, oder 33 Songs hättet ihr auf das Album gepackt? Also es wäre ziemlich sicher ein Triple-CD-Album gewesen, auf jeder Disc 11 Songs, und ich halte mich mal bei der Zahl 33 fest, dass das ein Triple-Album mit 33 Songs gewesen wäre. Schreibt doch mal in die Kommentare rein, wie ihr das gefunden hättet und welche 33 Songs hättet ihr auf das Album gesetzt. Also könnt ihr einfach mal eurer Fantasie freien Lauf lassen, und bei den 33 Songs, ihr könnt auch noch andere Songs nehmen. Wenn ihr der Meinung seid, eigentlich hätte da auch Get It drauf gesollt, das hätte ich da auch gesehen auf Bad, könnt ihr das natürlich auch verwenden. Fühlt euch frei, dort auszuprobieren. Und da interessiert mich einfach mal, wie ihr das gefunden hättet. Ich persönlich hätte das gut gefunden, weil wir einfach viel mehr Songs schon damals gehabt hätten bis heute. Und ich bin mir sicher, dass Bad auch ein Kassenschlager geworden wäre. Die Menschen waren heiß auf ein neues Bad-Album, also auf ein neues Michael Jackson-Album. Man hat von Thriller bis Bad 5 Jahre lang gewartet. We Are The World kam dazwischen, und ja, man musste in die Disney-Parks fahren, um irgendwie 2 neue Michael-Songs zu hören. Aber 87 war die Welt reif für ein neues Michael Jackson-Album. Und wäre das ein Triple-Album gewesen, wären da, glaube ich, noch viel mehr Songs entstanden, die wir bis heute in irgendeiner Art und Weise in der Popkultur ja gehört und geliebt hätten. So sind einige Songs jetzt ja doch auch untergegangen, weil einfach das Bad 25-Album ist bei uns Fans natürlich enorm populär. Aber in der breiten Masse sind die Songs, die da drauf sind, die kennt keiner. Selbst Fly Away von der Special Edition kennen ja auch ernst genommen auch nur wir Fans, und Streetwalker. Streetwalker wurde auch noch auf der Cry Maxi Single veröffentlicht, fällt mir da gerade ein. Ja, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr Michaels Vision gefunden hättet. Wenn er doch selbst alles hätte entscheiden können, wäre es vielleicht so rausgekommen. Und da interessiert mich eure Meinung. Schreibt es mal rein. Ja, und damit sind wir am Ende. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal unterstützt. Abonniert ihn doch bitte, kommentiert und liked doch die Folge. Da freue ich mich sehr drüber, wenn ihr mich in irgendeiner Art und Weise unterstützt. Wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge, wie ich das immer so am Ende sage. Ja, MJ Update wird 30 Folgen MJ Update. So lange bin ich schon für euch da. 2 Jahre jetzt fast. Ich glaube, nächsten Monat, Dezember, Anfang Dezember war das, da habe ich die erste Folge rausgebracht, vor 2 Jahren. Naja, wie die Zeit vergeht. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen schönen November. Es steht ja auch das Michael Jackson Musical jetzt an in Hamburg, und es gibt bestimmt noch viele Ausgaben, die ich für euch mache. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Gute Zeit und bis zum nächsten Mal. MJ Update bei Harry, und auf meinem Kanal findet ihr noch eine Playlist mit allen Songs, die ich gerade besprochen habe. Der Soundtrack zur MJ Update Folge 30 mit
allen 39 Bad-Songs. Naja, vielleicht doch nicht alle, aber alle, die ich finden konnte. Hört mal rein, da habt ihr auf jeden Fall alle zusammen. Ich übernehme keine Garantie, dass die alle auch echt sind, gerade im hinteren Bereich, wo die ganzen geleakten Songs sind. Und ich überlasse euch das Risiko, wenn ihr die nicht hören wollt, könnt ihr die ja einfach weglassen beim Anhören. Ciao!